Rahmenkredit erklärt. Was ist ein Rahmenkredit? Welche Vorteile und Nachteile hat er? Und lohnt er sich? Welche Anbieter von Rahmenkrediten interessant sind und worauf du unbedingt achten solltest, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch gern einen Daumen hoch da. Wir würden uns sehr freuen. Was ist ein Rahmenkredit und wie funktioniert er? Der Rahmenkredit oder auch Abrufkredit hilft bei unvorhergesehenen größeren Ausgaben, wenn die Ersparnisse nicht ausreichen. Grundsätzlich funktioniert ein Rahmenkredit ganz ähnlich wie ein Dispo-Kredit. Du kannst innerhalb deines Kreditrahmens flexibel über deine Wunschsumme verfügen. Der Unterschied zum Dispo-Kredit ist, dass du nicht an die Bank gebunden bist, bei der du dein Girokonto führst, und dass die Zinsen vom Rahmenkredit in den meisten Fällen günstiger sind. Außerdem sind die maximalen Kreditrahmen bei Abrufkrediten oft höher als beim klassischen Dispo-Kredit. Während bei den Dispo-Rahmen in der Regel zu Beginn ein Verfügungsrahmen von 1.000 Euro und ein Höchstrahmen vom Dreifachen des Monatsgehalts üblich ist, bietet der Rahmenkredit eine Spanne zwischen 2.000 und 50.000 Euro. Innerhalb dieses Kreditrahmens kannst du dann beliebig Beträge ab 1 Euro abrufen. Auszahlungen und Rückzahlungen. Wenn der Rahmenkredit einmal eingerichtet ist, erfolgt die Auszahlung wie bei einem Dispo-Kredit bei Bedarf ganz unkompliziert, ohne dass du erneut Unterlagen einreichen musst. Zinsen werden nur auf die abgerufenen Beträge erhoben. Bei den Rückzahlungen gibt es 3 Möglichkeiten. Völlig flexibel, in festen Raten wie bei einem Ratenkredit und in einem prozentuellen Anteil, zum Beispiel 1% des Kreditrahmens. Laufzeiten. Der Rahmenkredit hat grundsätzlich keine feste Laufzeit. Das heißt, du beantragst ihn einmal und wenn er bestätigt wurde, kannst du die Kreditlinie beliebig oft und so lange wie du möchtest nutzen. Es gibt aber Anbieter, die diesen unbefristeten Kreditrahmen bieten, bei denen du aber bei jeder Inanspruchnahme eine feste Laufzeit festlegst und dann anschließend mit einer festen Rate tilgst. Zinsen. Die Zinsen für einen Rahmenkredit sind in der Regel niedriger als die für einen Dispo-Kredit, aber höher als die für einen Ratenkredit. Während bei Ratenkrediten der Zinssatz in der Regel bonitätsabhängig ist, sind die Zinsen für Rahmenkredite normalerweise bonitätsunabhängig. Alle Kunden erhalten beim Abrufkredit den gleichen Zinssatz, unabhängig von ihrem Schufa-Score. Interessante Anbieter stellen wir dir gleich vor. Voraussetzungen und Bedingungen. Grundsätzlich musst du, wie bei jedem Kredit, mindestens 18 Jahre alt sein, über ein festes Einkommen verfügen und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Auswirkungen auf die Schufa. Wie jeder andere Kredit wird auch ein Rahmenkredit an die Schufa gemeldet. Allerdings enthält die Meldung nur, dass er dir gewährt wurde und nicht in welcher Höhe. Sie erfolgt also nicht jedes Mal, wenn du ihn nutzt. Wann und für wen ist ein Rahmenkredit sinnvoll? Abrufkredite sind geeignet, wenn du öfters unterschiedliche Kredite benötigst. Zum Beispiel, wenn du ein Gewerbe hast und Ware einkaufst. Interessant sind Rahmenkredite auch zum Umschulden von Dispo-Krediten oder Kreditkartenschulden bei Revolving-Karten. In der Regel sind Rahmenkredite nämlich günstiger. Besonders wenn man auch flexibel bleiben möchte, also schnell einmal den Kredit ausgleichen kann, ist der Rahmenkredit interessant, da keine Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen. Sie eignen sich für Angestellte und Selbstständige gleichermaßen. Schüler, Auszubildende und Studenten können ihn leider nicht nutzen. Rahmenkredit oder Ratenkredit. In einigen Fällen ist ein Ratenkredit sinnvoller. Bei guter Bonität erhältst du den nämlich meist noch etwas günstiger. Aufgrund der immer festen Raten sind sie planbarer und machen es leichter, diszipliniert zurückzuzahlen. Es gibt allerdings einen Anbieter, der eine Mischung aus beidem anbietet. Ein Kreditrahmen, den du nur einmal beantragst und beliebig oft nutzen kannst, bei dem du die Rückzahlung aber jedes Mal wie einen normalen Kredit in festen Raten zurückzahlst. Hier sind die Zinsen entsprechend niedriger als bei einem Rahmenkredit mit flexibler Rückzahlung. Welcher Anbieter das bietet, erfährst du gleich. Die Vorteile und Nachteile von Abrufkrediten. Bevor wir zu den Anbietern kommen, zeigen wir dir jetzt noch schnell die Vor- und Nachteile der Rahmenkredite. Die Vorteile. Vorteil Nummer 1. Unkomplizierter Kreditabruf. Für den Rahmenkredit ist nur eine einmalige Bonitätsprüfung notwendig. Danach kannst du beliebig oft Kreditsummen innerhalb deines gewährten Rahmens abrufen. Ganz unkompliziert per App oder Online-Banking. Vorteil Nummer 2. Flexible Rückzahlung. Beim klassischen Rahmenkredit, wie bei der ING, bist du, was die Rückzahlung angeht, so flexibel wie bei einem Dispo-Kredit. Vorteil Nummer 3. Günstiger Zins. Rahmenkredite bieten dir in der Regel einen günstigeren Zins als Dispo-Kredite. Die Nachteile. Nachteil Nummer 1. Potenzielle Schuldenfalle.
Rahmenkredite können wegen ihrer Flexibilität gefährlich werden. Die schnelle Verfügbarkeit, ohne jedes Mal die Bonität nachzuweisen, und die flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten bei einigen der Angebote können zur Überschuldung führen. Nachteil Nummer 2: höhere Zinsen als bei einem Ratenkredit. Ratenkredite haben in der Regel einen niedrigeren Zins als Rahmenkredite. Ausnahme ist hier der Rahmenkredit der OJAK Ankerbank, der eine Mischform aus Rahmen- und Ratenkredit darstellt. Details zu diesem und den anderen Anbietern findest du unter dem Link in der Beschreibung. Welche Anbieter für einen Rahmenkredit gibt es? Verschiedene Banken bieten den Rahmenkredit an. Dabei gibt es zum Teil relativ große Unterschiede. Eine Auswahl von Banken, bei denen du einen Rahmenkredit abschließen kannst, zeigen wir dir jetzt. ING Rahmenkredit. Die ING ist vor allem durch ihr Girokonto bekannt, bietet aber auch einen Abrufkredit mit interessanten Konditionen. Der Rahmenkredit von der ING kommt ohne eine feste Laufzeit und wird mit einem Kreditrahmen von 2.500 bis 25.000 Euro angeboten. Abrufen kannst du Beträge schon ab 1 Euro und Zinsen zahlst du nur auf den in Anspruch genommenen Betrag. Bei der Rückzahlung bist du völlig flexibel. Du kannst abgerufene Kreditbeträge in beliebigen Teilzahlungen, in festen Raten oder auch auf einmal zurückzahlen. OJAK Ankerbank Rahmenkredit. Die OJAK Ankerbank ist eher unbekannt, wurde aber bereits vor mehr als 60 Jahren als ATB Bank in Koblenz gegründet. In 1996 wurde die Bank von der türkischen OJAK-Gruppe übernommen und firmiert seitdem unter dem Namen OJAK Ankerbank. OJAK ist der größte private Pensionsfonds der Türkei. Der Rahmenkredit von der OJAK Ankerbank wird auch einmal beantragt und kann dann ohne zeitliche Beschränkungen immer wieder genutzt werden. Zinsen fallen nur auf in Anspruch genommene Kreditsummen an. Anders als bei der ING bist du hier allerdings nicht so flexibel bei der Rückzahlung. Jedes Mal, wenn du den Abrufkredit in Anspruch nimmst, wählst du die benötigte Summe und eine feste Laufzeit. Mit diesen Angaben wird dann eine feste Rate berechnet. So hast du einen Ratenkredit zu einem festen bonitätsunabhängigen Zins, den du immer wieder in Anspruch nehmen kannst, ohne jedes Mal einen Antrag mit dem nötigen Papierkram zu stellen. Bei der OJAK Ankerbank sind Kreditrahmen von 2.500 bis 50.000 Euro möglich. Die Laufzeiten für die Rückzahlungen sind zwischen 12 Monaten und 8 Jahren wählbar. VW Bank. Auch von der Volkswagen Bank gibt es einen Rahmenkredit, der ebenfalls zeitlich unbegrenzt nutzbar ist. Bei Rückzahlungen gilt eine Mindestrate von 1% deines Verfügungsrahmens. Das bedeutet, wenn du einen Kreditrahmen von 5.000 Euro hast, musst du 50 Euro monatlich zurückzahlen, egal wie hoch die Summe ist, die du dir auszahlen lässt. Zinsen fallen auch hier nur für die abgerufenen Summen an. Deinen Verfügungsrahmen kannst du zwischen 2.500 und 25.000 Euro wählen. Empfehlung für einen Rahmenkredit. Eine klare Empfehlung ist hier kaum möglich, da je nach Situation ein anderer Anbieter besser geeignet ist. Der Rahmenkredit von der ING ist sehr interessant, weil du mit ihm komplett flexibel bist. Wenn du ihn nutzt, solltest du dir allerdings Regeln für die Rückzahlung setzen und die aufgenommene Kreditsumme möglichst in einem Dauerauftrag und festen Raten zurückzahlen. Das Angebot von der OJAK Ankerbank kann allerdings auch sehr interessant sein, da es sich eher um einen Ratenkredit handelt, den du nur einmal beantragen musst, aber immer wieder nutzen kannst. Das heißt, du profitierst von einem noch günstigeren Zinssatz als bei der ING, musst aber nicht jedes Mal, wenn du einen Kredit benötigst, durch den Antragsprozess. Aufgrund der festen Raten bist du zur Disziplin gezwungen, den Kredit fristgerecht zurückzuzahlen. Der Rahmenkredit der Volkswagen Bank ist ein Mix aus dem Angebot von der ING und der OJAK Ankerbank. Eine feste Tilgung ist vorgeschrieben. Der Zinssatz ist allerdings nur im ersten Jahr günstiger als der anderen beiden Anbieter. Das Angebot ist also besonders interessant, wenn du einen kurzfristigen Bedarf hast, weil du in den ersten 12 Monaten Zinsen sparst. Hat dir das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Welche Themen wünschst du dir noch? Schreib uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.